Was, wenn ich Ihnen sage, dass das bedeutendste Ereignis der Geschichte der Juden nie passiert ist? Dass es möglich ist, dass Moses, der große Befreier, tatsächlich ein aufmüpfiger ägyptischer Prinz war? Könnte es sein, dass die Behauptung, 600.000 hebräische Sklaven seien aus Ägypten geflohen, die erfolgreichste Lüge aller Zeiten ist? Sie sind kurz davor, die Entdeckung zu machen, dass eine ganze Zivilisation ihre Identität auf einer Geschichte gründete, die die moderne Archäologie als widerlegt hat. Gibt es eine Zivilisation, die mehr als das alte Ägypten ihrer Geschichte aufzeichnen konnte? Ägyptische Schreiber hielten über einen Zeitraum von mehr als 3000 Jahren alles fest, von Weizenernten bis hin zu den abgeschnittenen Nägeln der Pharaonen. Jeden militärischen Triumph, jede erniedrigende Niederlage sowie jede Plage, die ihr Land traf, hielten sie in Stein fest. Nicht nur ihre Siege hielten die Ägypter fest, sondern auch ihre ärgerlichsten Niederlagen dokumentierten sie. Detaillierte Aufzeichnungen existieren über verheerende Hungersnöte, erfolgreiche ausländische Invasionen und sogar über Pharaonen, die von ihren eigenen Höflingen ermordet wurden. Aber hier kommt das Merkwürdige. Der biblischen Überlieferung zufolge erlitt Ägypten 10 übernatürliche Plagen, die derart verheerend waren, dass sie den Nil in Blut verwandelten, das Land 3 Tage lang in totale Finsternis stürzen und alle Erstgeborenen der Nation, einschließlich des Thronfolgers, töten konnten. Nach dieser Zeit wären 600.000 hebräische Sklaven in großer Zahl geflohen und hätten alles Gold und Silber, das sie tragen konnten, mitgenommen. Am Ende wären der Pharao und seine ganze Armee ertrunken, während sie diese Flüchtenden verfolgten. Wäre dies tatsächlich geschehen, hätte es sich als das gravierendste Ereignis in der Geschichte Ägyptens erwiesen. Schrecklicher als jede Invasion, traumatischer als jeder Bürgerkrieg. Über diese Sache hätten die Ägypter über viele Generationen hinweg gesprochen. Gedenkstätten wurden von ihnen geschaffen und neue Götter erfunden, um eine derartige Katastrophe zu erklären. Aber das Schweigen ist schreiend. 3000 Jahre lang wurden in ägyptischen Aufzeichnungen diese apokalyptischen Ereignisse nicht ein einziges Mal erwähnt. Ägyptologen haben Belege für Dürren, Invasionen der Seevölker und interne Revolutionen entdeckt, die das Reich beinahe vernichteten. Aber von den biblischen Plagen, dem Massenexodus, dem Tod des Pharaos im Roten Meer, nichts davon. Es wirkt, als wäre es in einer anderen Realität geschehen. Der hoch angesehene Archäologe Professor Israel Finkelstein bringt es mit einem vernichtenden Satz auf den Punkt: Es gibt keine Beweise für die Geschichte des Exodus selbst, weder in Ägypten noch auf dem Sinai. Diese Abwesenheit ist kein unwichtiges Detail, das wir übersehen können. Es handelt sich um eine Zivilisation, die während einer Hungersnot die Ankunft von nur wenigen 100 asiatischen Flüchtlingen akribisch dokumentierte. Wie konnte es geschehen, dass sie die Anwesenheit und spätere Flucht von mehr als 500.000 Menschen, die angeblich 400 Jahre auf ihrem Land lebten, völlig übersahen? Lassen Sie uns einen kurzen Moment der Mathematik widmen, denn die Zahlen im biblischen Buch Exodus sind nicht nur sehr unrealistisch, sondern physisch unmöglich. 600.000 hebräische Familien verließen laut der Bibel Ägypten. Inklusive Frauen, Kinder und älterer Menschen ergibt sich eine Bevölkerungszahl von rund 2,5 Millionen. Nur zur Veranschaulichung. Diese Zahl würde mehr als 50% der zu diesem Zeitpunkt insgesamt geschätzten Bevölkerung Ägyptens ausmachen. Denken Sie an einen Zug von 2,5 Millionen Menschen, die durch die Wüste marschieren. Falls sie in Zehnerreihen marschieren würden, würde die Kolonne sich über mehr als 400 Kilometer erstrecken. Die Distanz vom Anfang bis zum Ende wäre größer als die zwischen Barcelona und Madrid. Während die ersten am Berg Sinai eintrafen, waren die letzten noch im Prozess der Ausreise aus Ägypten. Es handelt sich um ein surrealistisches Gemälde, das jeder Logik zuwiderläuft. Jedoch endet das Problem nicht hier. 2,5 Millionen Menschen benötigen Nahrung. Sie benötigen Wasser.
Sie benötigen einen Platz, um ihrer Notdurft nachzugehen. Die Berechnungen zeigen, dass diese Menschenmenge täglich etwa 4 Millionen Liter Wasser benötigt, um zu überleben. In der Sinai-Wüste, die zu den trockensten Orten der Welt gehört, existiert diese Wassermenge einfach nicht. Zu keinem Zeitpunkt damals oder jetzt. Archäologisch betrachtet wäre eine Migration in diesem Ausmaß nicht zu übersehen gewesen. Wir reden von 4 Jahrzehnten Wüstenwanderung. Millionen von Keramikscherben, Werkzeugen, Tierknochen, menschlichen Überresten, Feuerstellen und gegrabenen Brunnen. Über viele Jahrzehnte hinweg haben israelische und internationale Archäologen die Sinai-Wüste gründlich untersucht. Es wurden Belege für kleine nomadische Stämme, Handelswege und temporäre Siedlungen entdeckt. Doch von der Präsenz 2,5 Millionen Israelis über 40 Jahre absolut nichts. Die archäologische Stille ist so umfassend, dass selbst die konservativsten Archäologen, die nach Beweisen für den biblischen Exodus suchen, die Realität anerkennen mussten. Etwas ist grundlegend falsch mit dieser Geschichte. Es handelt sich nicht um das Fehlen einiger Puzzlestücke. Es besteht kein Puzzle. Am aufschlussreichsten ist zu beobachten, wie die Befürworter der biblischen Historizität auf diese überwältigende Abwesenheit von Beweisen reagiert haben. Über viele Jahrzehnte hinweg haben die bibelkonservativen Archäologen in ihrer Verzweiflung versucht, eine Erklärung zu formulieren, die den biblischen Erzählungen und den archäologischen Funden gerecht werden kann. Die Theorien wurden immer ausgeklügelter und, um ehrlich zu sein, immer verzweifelter. Manche führten an, dass die Israeliten so arm gewesen seien, dass sie keine Keramik verwendeten und somit keine archäologischen Hinterlassenschaften produzierten. Diese Theorie hält jedoch nicht stand, wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, dass die Israeliten biblischer Überlieferung zufolge große Mengen Gold und Silber aus Ägypten mitnahmen. Es gab auch Andeutungen, wonach Gott alle Beweise auf wunderbare Art beseitigt haben könnte, um unseren Glauben zu prüfen. Eine Erklärung, die zwar emotional ist, aber kaum den wissenschaftlichen Standards gerecht wird. Die am weitesten entwickelte Theorie bestand darin, die Zahlen drastisch zu reduzieren. Einige Gelehrte vermuten, dass 600 Familien möglicherweise falsch als 600.000 übersetzt wurde und dass Elef im Hebräischen eher Clan als 1000 bedeutet. Diese Auslegung zufolge wären nur einige tausend Menschen, möglicherweise 20.000 oder 30.000, aus Ägypten ausgewandert. Es handelt sich um einen Rückgang um 99% der ursprünglichen biblischen Zahl. Selbst diese abgespeckte Version hat jedoch mit unüberwindbaren Problemen zu kämpfen. Im Rahmen der antiken Welt stellt eine Bevölkerung von 30.000 Menschen nach wie vor eine erhebliche Größe dar. Es handelt sich um eine größere Anzahl von Menschen als die Bevölkerung vieler bedeutender Städte jener Zeit. Die 400-jährige Anwesenheit in Ägypten und der anschließende Exodus hätten nachweisbare Spuren hinterlassen. Aber die Stille bleibt bestehen. Der schockierendste Moment in dieser intellektuellen Entwicklung war die Äußerung von William Dever, einem der bekanntesten biblischen Archäologen der USA und jahrzehntelangen Befürworter der Historizität biblischer Berichte. Er erklärte: Nach jahrzehntelanger erschöpfender Suche muss ich zugeben, dass es keine archäologischen Beweise für den biblischen Exodus gibt. Keine einzige. Es ist an der Zeit, die Realität anzunehmen. Die Kapitulation wurde nicht von einem militanten Atheisten oder einem Religionskritiker verfasst. Wein von jemandem, der sich in seiner beruflichen Laufbahn der Aufgabe verschrieben hatte, die historische Richtigkeit der Bibel nachzuweisen. Wenn selbst die Verteidiger aufgeben, ist es an der Zeit, sich zu fragen, ob wir für die falsche Sache kämpfen. Nachdem wir nun herausgefunden haben, dass der biblische Exodus bestenfalls äußerst unwahrscheinlich ist, stellt sich die unausweichliche Frage: Woher kommt diese Geschichte dann? Um diese Frage zu klären,
müssen wir in die Vergangenheit zurückblicken, auf eine der turbulentesten Phasen der ägyptischen Geschichte, die Invasion der Hyksos, wörtlich die Könige fremder Länder, circa 1650. Im christlichen Zeitalter, als Ägypten die als zweite Zwischenzeit bezeichnete Phase politischer Schwäche durchlebte, drangen semitische Bevölkerungswellen aus der Levante in das Nildelta ein. Sie kamen nicht als Eroberer mit organisierten Heeren, sondern als Flüchtlinge, Händler und Wanderarbeiter, die sich nach und nach im fruchtbaren Gebiet Nordägyptens ansiedelten. Was zunächst als friedliche Einwanderung begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer politischen Herrschaft. Diese ausländischen Semiten, die von den Ägyptern abwertend als Hyksos bezeichnet wurden, erlangten über einen Zeitraum von einem Jahrhundert riesige Gebietsanteile in Nordägypten. Sie erklärten Avaris zu ihrer Hauptstadt, einer Stadt, die sich zu einem der bedeutendsten urbanen Zentren der Antike entwickeln sollte. Die Hyksos waren mehr als bloß barbarische Eindringlinge. Sie nahmen viele ägyptische Traditionen an, verehrten neben ihren eigenen Gottheiten auch ägyptische Götter, errichteten imposante Denkmäler und machten bedeutende technologische Fortschritte. Sie brachten pferdegezogene Streitwagen, überlegene Bronzewaffen und neue landwirtschaftliche Techniken mit. In vielerlei Hinsicht brachten sie eine zum Stillstand gekommene ägyptische Zivilisation wieder in Schwung. Doch hier ist das Faszinierende. Die Geschichte der Hyksos zeigt erstaunliche Parallelen zur biblischen Erzählung von Josef und den Israeliten in Ägypten. Ein semitisches Volk, das als Flüchtling eintritt, unter königlichem Wohlwollen gedeiht und Machtpositionen in der ägyptischen Verwaltung übernimmt. Laut der Bibel wurde Josef nach dem Pharao der zweitmächtigste Mann in Ägypten. Historische Dokumente zeigen, dass mehrere Hyksos tatsächlich bedeutende Ämter am ägyptischen Hof besaßen. Die Hyksos-Geschichte endet nicht glücklich. Ihre Herrschaftszeit endete um das Jahr 1550. Die Rückeroberung des Südens durch die thebanischen Pharaonen unter Ahmose I begann abrupt und gewaltsam, endend mit der vollständigen Vertreibung der fremden Könige. Es handelte sich nicht um einen friedlichen Rückzug oder eine religiöse Auswanderung. Es handelte sich um einen brutalen Krieg der ethnischen Säuberung. In den ägyptischen Schriften wird mit blutrünstigem Stolz berichtet, wie die Truppen von Ahmose I die hyksotische Hauptstadt Auaris über Monate hinweg belagerten. Als die Stadt letztendlich fiel, war die Vergeltung furchtbar. Tausende Hyksos wurden ermordet, ihre Tempel demoliert und ihre Denkmäler zerstört. Die Überlebenden wurden ins Land Kanaan vertrieben, was wohl eine der größten humanitären Tragödien der Antike gewesen sein muss. Ein Bericht des ägyptischen Offiziers Ahmosis, Sohn des Eberna, der an der Eroberung von Avaris beteiligt war, bietet uns ein Augenzeugenzeugnis dieser Katastrophe. Schildern Sie, auf welche Weise sie die Stadt von Ausländern säuberten, wie sie Flüchtlinge bis zu den östlichen Grenzen Ägyptens jagten und wie sie garantierten, dass kein Hyksos jemals zurückkehren konnte, um die ägyptische Reinheit zu gefährden. Kommt dir diese Erzählung nicht bekannt vor? Ein Volk semitischer Herkunft, das über viele Generationen in Ägypten ansässig war und zunächst florierte, dann aber der Feindseligkeit eines neuen Regimes ausgesetzt wurde und schließlich in großen Mengen nach Kanaan vertrieben wurde. Die Bibel berichtet von einem neuen König, der über Ägypten aufstand und Josef nicht kannte. Historische Dokumente belegen den Aufstieg eines neuen Königs, Ahmose I, der die Anführer der Hyksos nicht nur unbekannt war, sondern es sich zum Ziel setzte, sie auszulöschen. Die Vertreibung der Hyksos war ein traumatisches Ereignis von gigantischem Ausmaß. Hunderttausende von Menschen ohne Heimat, Familien auseinandergerissen, eine gesamte Zivilisation, die in eine ungewisse Zukunft fliehen muss. Es handelt sich um eine Art von Ereignis, die im kollektiven Gedächtnis eines Volkes haften bleibt, von Generation zu Generation weitergegeben wird und schließlich zu einem Gründungsmythos wird.
Jedoch besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der wirklichen Geschichte der Hyksos und dem biblischen Bericht vom Auszug. Die Hyksos stellten keine Sklaven dar, die durch göttliches Eingreifen gerettet wurden. Vielmehr waren sie eine herrschende Elite, die mit militärischer Gewalt besiegt wurde. Sie flüchteten nicht vor der Unterdrückung, sie wurden aus der Machtposition entfernt. Diese Inkongruenz führt zu einer faszinierenden Frage: Wie konnte sich eine Geschichte militärischer Niederlagen in eine Erzählung göttlicher Befreiung verwandeln? Um nachzuvollziehen, wie aus einer Vertreibungsgeschichte ein Befreiungsepos wurde, gilt es, eine der erhellendsten Spuren in diesem ganzen Rätsel zu betrachten: den Namen Moses. Es stellt sich jedoch heraus, dass Mose kein hebräischer Name ist. Es ist offensichtlich ägyptisch. Eine volkstümliche Etymologie des Namens Moses wird in der Bibel angeboten. Er soll vom hebräischen Wort Mascha abgeleitet sein, was herausziehen bedeutet, da die Tochter des Pharaos ihn aus dem Wasser zog. Es handelt sich um eine charmante, aber linguistisch unmögliche Erklärung. Es ist von Philologen schlüssig bewiesen worden, dass Mose vom ägyptischen Element Mose oder Mes abgeleitet ist, was so viel wie Sohn von oder geboren aus bedeutet. Dieses Element findet sich in zahlreichen bekannten pharaonischen Namen: Thutmosis, geboren von Tod, Ramses, geboren von Ra, und Ahmose, geboren von Amun. Bei Moses scheint der erste Teil des Namens verloren gegangen zu sein, der einen Hinweis auf den Gott gegeben hätte, von dem er abstammte. Manche Wissenschaftler vermuten, dass sein ursprünglicher Name eventuell Ra-Mose oder Ptah-Mose gewesen sein könnte, da diese Namen im ägyptischen Adel des Neuen Reiches sehr häufig vorkamen. Doch der Name Moses ist nicht der einzige Beleg für ägyptische Verbindungen in der biblischen Erzählung. Die Bezeichnungen von mehreren Schlüsselpersonen im Exodus sind unbestreitbar ägyptisch hergeleitet. Die Priester Hofni und Phinehas, die im Buch Samuel erwähnt werden, tragen ausgesprochen ägyptische Namen. Selbst einige der Rituale und Gesetze, die Moses zugeschrieben werden, weisen erstaunliche Ähnlichkeiten mit ägyptischen religiösen Praktiken auf. Die Bundeslade, ein heiliges Artefakt, das angeblich die Gesetzestafeln enthielt, weist eine nahezu identische Gestalt auf wie die heiligen Schiffe der Ägypter, mit denen bei religiösen Prozessionen die Statuen ihrer Götter transportiert wurden. Die Einzelheiten ihrer Bauweise, die eingesetzten Materialien und selbst die in der Bibel genannten Maße stimmen genau mit den ägyptischen Modellen überein. Diese onomastischen und rituellen Beweise weisen auf eine beunruhigende Schlussfolgerung hin. Der Kern der Exodus-Erzählung scheint von jemandem geschaffen worden zu sein, der mit der ägyptischen Kultur tief vertraut war. Nicht von unwissenden Sklaven, die wenig Zugang zu den komplexeren Aspekten der pharaonischen Zivilisation hatten, sondern von jemandem, der die Namen, Rituale und Traditionen der ägyptischen Elite genau kannte. Könnte Moses, sofern eine historische Person hinter der biblischen Figur existierte, tatsächlich ein Ägypter gewesen sein? Diese Option, die für Gläubige traditionellen Typs skandalös klingt, wurde von einigen der brillantesten Intellektuellen des 20. Im Laufe des Jahrhunderts wurde die Sache gründlich untersucht, unter anderem von Sigmund Freud. Doch vielleicht kommt der schockierendste Beweis aus einer vollkommen unerwarteten Quelle, der einzigen bestätigten Nennung von Israel in sämtlichen Aufzeichnungen des alten Ägypten. Der britische Archäologe Flinders Petrie entdeckte 1896 in Theben eine Stele aus schwarzem Granit, die unser Verständnis der israelitischen Ursprünge für immer verändern sollte. Die als Merneptah-Stele oder Israel-Stele bekannte Stele datiert auf das Jahr 1208 v. Chr. und gedenkt der militärischen Erfolge des Pharaos Merneptah, des Sohnes des legendären Ramses II. In den letzten Zeilen, eingebettet in eine Liste der in Kanaan eroberten Städte und Dörfer, findet sich ein Eintrag,
der Gelehrte seit mehr als 100 Jahren fasziniert und beunruhigt. Israel ist verwüstet, sein Same ist nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen handelt es sich bei dieser Erwähnung um eine Besonderheit. Als erstes, weil es die älteste nicht-biblische Erwähnung Israels darstellt. Zweitens, da der Kontext darauf schließen lässt, dass die Israeliten im 13. Jahrhundert vor Christus schon in Kanaan lebten. Aber drittens, und das ist von größter Bedeutung, verrät uns die Art und Weise, wie Israel auf dieser Stele geschrieben wird, etwas Entscheidendes über seine Natur. Determinative waren kleine Symbole, die die Kategorie der Wörter anzeigten, und sie wurden in den ägyptischen Hieroglyphen verwendet. Städte und Regionen verfügten über ein spezifisches Determinativ, das sie als geografische Orte kennzeichnete. Jedoch weist Israel in der Nachfolge von Merneptah ein anderes Determinativ auf, das zur Bezeichnung von Völkern oder ethnischen Gruppen verwendet wurde, nicht für Gebiete. Dies bedeutet, dass die Ägypter im Jahr 1208 vor Christus Israel Christus als Volk oder Stamm angesehen, nicht als ein etabliertes Königreich mit festen Grenzen. Es handelte sich um eine nomadische oder seminomadische Gruppe, die durch das Hochland Kanaans zog. Sie war bedeutend genug, um in einer Liste besiegter Feinde erwähnt zu werden, aber nicht sesshaft genug, um als Stadtstaat eingestuft zu werden. Diese Beweise führen zu einem gravierenden chronologischen Problem für die herkömmliche biblische Darstellung. Falls die Israeliten schon im Jahr 1208 die Christen befanden sich in Kanaan und der Exodus soll unter Ramses II. Erfolgt sein, der bis 1213 vor Christus regierte, dann stimmen die Zeitangaben nicht überein. Die Israeliten wären zur selben Zeit in Kanaan angekommen, als sie angeblich aus Ägypten auszogen. Die Merneptah-Stele stellt eine unangenehme Realität dar. Die Israeliten werden in den historischen Aufzeichnungen nicht als frisch aus Ägypten kommende Exklaven dargestellt, sondern als bereits ansässige Bevölkerung in den Hochländern Palästinas. Es liegen keine Beweise vor, dass sie aus einer anderen Quelle stammen. Archäologische Belege für eine Massenmigration fehlen. Sie sind einfach erschienen, als kämen sie direkt aus dem Land Kanaan. Diese Enthüllung zwingt uns dazu, unsere Annahmen über die israelitischen Ursprünge grundlegend zu überdenken. Wenn sie nicht Teil einer Massenmigration aus Ägypten waren, woher kamen sie dann? Wie entwickelte sich dieses Volk, das den Verlauf der menschlichen Geschichte verändern sollte? Die Beantwortung dieser Fragen wird uns auf noch erstaunlichere und umstrittenere Wege führen. Kamen die Israeliten, wenn nicht aus Ägypten, woher dann? Die Antwort auf diese Frage hat unser Verständnis der biblischen Ursprünge revolutioniert und zu einer der faszinierendsten Theorien der modernen Archäologie geführt. Die Israeliten kamen nicht aus dem Ausland nach Kanaan, sondern entstanden als ein vollkommen lokales Phänomen von innen heraus. In den vergangenen Jahrzehnten haben Archäologen erdrückende Belege dafür entdeckt, dass die frühen Israeliten tatsächlich Kanaaniter waren, die einen neuen Lebensstil übernahmen. Archäologen haben in den judäischen und samaritischen Bergen Hunderte von kleinen Siedlungen entdeckt, die um 1200 vor Christus erscheinen. Diese Dörfer weisen markante Merkmale auf, die sie von den kanaanitischen Städten im Tiefland unterscheiden. Häuser, die einem bestimmten Muster folgen, bekannt als Vier-Zimmer-Haus, das völlige Fehlen von Schweineknochen in Essensresten und unterirdische Getreidespeichersysteme, die auf Subsistenzlandwirtschaft hinweisen. Am aufschlussreichsten ist, dass diese Siedlungen genau in dem historischen Moment erscheinen, als das System der kanaanäischen Stadtstaaten zusammenbrach, der 13. Im Jahr 100 vor Christus herrschte im östlichen Mittelmeerraum eine Vielzahl von Krisen. Die großen Imperien gerieten ins Wanken, die Handelswege wurden gestört und die befestigten Städte, die Kanaan über Jahrhunderte beherrscht hatten, fingen an, sich zu entleeren.
Im Kontext der Krise scheint es, dass marginalisierte Gruppen von Kanaanitern, wahrscheinlich seminomadische Hirten, verarmte Bauern und Flüchtlinge aus zerfallenden Städten, sich in die bergigen Hochländer zurückzogen, um eine neue Lebensweise zu beginnen. Im Lauf der Zeit entwickelte sich bei diesen Gruppen eine markante Identität, die sie von ihren kanaanitischen Wurzeln abgrenzte. Sie gaben den Verzehr von Schweinefleisch auf, nahmen neue Formen der sozialen Organisation an und entwickelten schließlich neue religiöse Traditionen. Dieser Prozess vollzog sich nicht über Nacht. Es brauchte Generationen, vielleicht sogar Jahrhunderte, um marginalisierte Kanaaniter in Israeliten zu transformieren. Es handelte sich nicht um eine dramatische militärische Eroberung, wie sie im Buch Josua beschrieben wird, sondern um eine langsame soziale Revolution, die aus den Grundlagen der kanaanäischen Gesellschaft entstand. Diese Theorie wird durch archäologische Beweise überzeugend gestützt. In vielerlei Hinsicht weisen die ersten israelitischen Siedlungen eine kulturelle Kontinuität zu den kanaanäischen Traditionen auf. Bautechniken, Keramikstile und landwirtschaftliche Methoden. Der wesentliche Bruch vollzieht sich im religiösen und diätetischen Bereich, was auf eine ideologische und nicht auf eine ethnische Revolution hinweist. Damit wir diesen Prozess des sozialen Wandels besser verstehen können, müssen wir einen Begriff genauer betrachten, der in den Texten des alten Nahen Ostens häufig vorkommt, die Habiru oder Apiru. In Dokumenten aus Ägypten, Mesopotamien, Kanaan und Anatolien werden diese Gruppen im Verlauf des gesamten 2. Jahrtausends v. Chr. erwähnt, wobei ihre Darstellung stets negativ und als problematisch, marginalisiert und gefährlich ist. Die Habiru stellten keine spezifische ethnische Gruppe dar, sondern eher eine soziale Klasse. Menschen, die ihren Platz im etablierten System verloren hatten. Sie waren Flüchtlinge, Deserteure, entlaufene Sklaven, Banditen, Söldner und Wanderarbeiter. Es handelte sich im Grunde genommen um all jene, die aus der traditionellen Sozialordnung ausgeschlossen waren und am Rande der Zivilisation lebten. Die bekannten Amarna-Briefe, die aus dem 14. Jahrhundert stammen, und die diplomatische Korrespondenz zwischen den ägyptischen Pharaonen und ihren kanaanäischen Vasallen darstellen, Jahrhundert v. Chr. Im Christentum gibt es zahlreiche Klagen über die Habiru. Die örtlichen Kleinkönige wenden sich in ihrer Verzweiflung mit Briefen an den Pharao, in denen sie um militärische Unterstützung im Kampf gegen diese Banditen bitten, die ihre Städte überfallen, ihnen Vieh rauben und aus ihren Reihen Rekruten gewinnen. Bemerkenswert ist die phonetische Verwandtschaft zwischen Habiru und Hebräer, Ibri auf Hebräisch. Eine Vielzahl von Gelehrten ist der Ansicht, dass es nicht zufällig ist. Die ersten Israeliten könnten buchstäblich Habiru gewesen sein. Gruppen, die aus Kanaan stammten und sich in die Hochländer zurückzogen, um der Kontrolle der Stadtstaaten im Tiefland zu entkommen. Diese Verbindung würde zahlreiche Besonderheiten der frühen Geschichte des Israelitischen erklären. Die Ablehnung der Monarchie, die in den ältesten biblischen Texten zum Ausdruck kommt, die Vorliebe für eine dezentrale Stammesorganisation und die Identifikation mit den Unterdrückten und Ausgegrenzten sind kennzeichnend für die biblische Ethik. Die Israeliten hielten in ihrem kollektiven Gedächtnis die Erinnerung fest, Habiru gewesen zu sein, Außenseiter, die die bestehende Ordnung herausgefordert hatten. Sogar der Name Hebräer könnte eine Ableitung von dieser alten sozialen Bezeichnung sein. Biblische Texte, die von den Hebräern in Ägypten sprechen, könnten nicht auf eine bestimmte ethnische Gruppe verweisen, sondern vielmehr auf die Habiru, Ausgestoßene und Flüchtlinge verschiedener Herkunft, die als Arbeitskräfte bei ägyptischen Bauprojekten beschäftigt waren. Doch wenn die Israeliten aus den Kanaanitern hervorgingen und nie in großer Zahl in Ägypten waren, wie entstand dann die Exodus-Geschichte? Die Antwort bringt uns zu einem der bemerkenswertesten Abschnitte der antiken Geistesgeschichte, dem absichtlichen Entwurf einer neuen nationalen Erzählung im 7. Jahrhundert v. Christus Christ. Der geschichtliche Zusammenhang ist ausschlaggebend.
Im Verlauf des 8. und 7. im Jahrhundert v. Chr. war das Königreich Juda existenziellen Gefahren ausgesetzt. Das nördliche Königreich Israel, das über große Macht verfügte, wurde 722 v. Chr. von den Assyrern vernichtet worden. Juda existierte als Vasallenstaat, jedoch war der politische und kulturelle Druck enorm. Es handelte sich um eine Zeit nationaler Krise, die nach dringenden Antworten verlangte. König Josia von Juda, 46/609 v. Chr., initiierte in diesem Zusammenhang Christe eine einzigartige Initiative in Sachen religiöser und politischer Reformen. Josias hegte große Ambitionen. Er wollte alle Gebiete des alten Israel unter seiner Herrschaft wiedervereinen, die assyrischen Besatzer vertreiben und einen unabhängigen hebräischen Staat gründen, der sich auf Jerusalem und die ausschließliche Verehrung Jahwes konzentrierte. Josia benötigte eine Erzählung, um seine territorialen und religiösen Ansprüche zu legitimieren und diese Ambitionen zu rechtfertigen. Es war nicht genug zu behaupten, dass er die Eroberung von Ländern anstrebte, die anderen hebräischen Königreichen gehörten. Ich benötigte eine Erzählung, die den Nachweis erbrachte, dass all diese Länder seit uralten Zeiten von Gott selbst, dem auserwählten Volk, versprochen worden waren. Hier wird die Exodus-Geschichte als politische Propaganda glorifiziert. Die Schreiber Josias erreichten mehrere Ziele gleichzeitig, indem sie die nationalen Ursprünge in Ägypten statt in Kanaan ansiedelten. Zuerst wurden die Israeliten als eine besondere Nation präsentiert, die von Gott direkt auserwählt wurde, um ein bestimmtes verheißenes Land zu erhalten. Zweitens sahen sie die Eroberung Kanaans als Erfüllung eines göttlichen Versprechens und nicht als bloße imperiale Expansion. Als drittes erklärten sie Jerusalem und dessen Tempel zum legitimen religiösen Zentrum des gesamten Israels. Auch die Neubewertung der israelitischen Geschichte in Begriffen, die mit der gegenwärtigen Situation in Einklang standen, wurde durch die Erzählung des Exodus möglich. Josia trat, wie Mose, der das Volk von ausländischer Unterdrückung befreit hatte, als neuer Befreier auf, der die assyrischen Unterdrücker vertreiben würde. Josia würde mit dem Segen Jahwes die Rückeroberung der verlorenen Gebiete in Angriff nehmen, so wie die Israeliten unter göttlicher Führung Kanaan erobert hatten. Die Indizien, dass der Pentateuch in diesem Zeitraum zusammengetragen wurde, sind erdrückend. Die Texte demonstrieren ein detailliertes Wissen über die Geographie, Politik und Bräuche des 7. Jahrhunderts v. Chr., doch mit anachronistischen Kenntnissen aus früheren Epochen. Die im Exodus-Bericht genannten Routen entsprechen Handelswegen, die nur im Zeitraum des Neo-Assyrischen Reiches genutzt wurden. Die genannten Ortsbezeichnungen beinhalten mehrere, die vor dem 8. Jahrhundert v. Chr. Vor der Zeitrechnung nicht existierten. Bemerkenswerter noch ist die Erkenntnis, dass eine Vielzahl jener Gesetze, die Mose im Deuteronomium zugeschrieben werden, exakt den Reformen entsprechen, die Josia umsetzte. Die Zentralisierung des Kultes in einem einzigen Tempel, das Verbot lokaler Kulte, die Hervorhebung der rituellen Reinheit und die Organisation des Priestertums sind allesamt Innovationen, die das politische Projekt Josias kennzeichnen. Diese Reformen werden im Buch Deuteronomium als Gesetze Moses dargestellt, die während der Renovierungen des Tempels wiederentdeckt wurden. Es handelt sich um eine bequeme Behauptung, die radikale Innovationen von Josias als Wiederherstellung alter Traditionen erscheinen ließ. Jedoch haben moderne Literaturanalysen ergeben, dass das Deuteronomium klar mit den politischen und religiösen Gegebenheiten des 7. Jahrhunderts v. Chr. Darstellt. Diese Enthüllung schmälert nicht die Genialität des Projekts. Die Schreiber von Josias erfanden die Geschichten nicht einfach aus dem Nichts. Sie bearbeiteten kreativ fragmentarische historische Erinnerungen, verstreute mündliche Überlieferungen und möglicherweise wahre Geschichten kleiner Flüchtlingsgruppen, die zu unterschiedlichen Zeiten aus Ägypten gekommen waren. Er war ein Meister darin,
all diese verschiedenen Facetten zu einer schlüssigen und kraftvollen Erzählung zusammenzufügen, die als Gründungsmythos für eine neue nationale Identität fungieren sollte. Josias Projekt war so erfolgreich, dass es die ursprünglichen Absichten seiner Schöpfer bei weitem übertraf. Trotz Josias eigenem Tod im Kampf und der Nichterfüllung seiner politischen Ambitionen überdauerte die von ihm unterstützte Erzählung und entwickelte sich positiv. Im Lauf des babylonischen Exils 532–532, jüdische Intellektuelle verfeinerten und erweiterten diese Traditionen im Laufe der Jahrhunderte, bis sie das schufen, was wir heute als Pentateuch kennen. Die Geschichte des Exodus entwickelte sich zu weit mehr als nur zu realer Propaganda. Es wurde zum Gründungsmythos eines Volkes, zur Quelle seiner ethnischen und religiösen Identität sowie zur Grundlage seiner Auffassung von Gerechtigkeit und Moral. Über viele Generationen hinweg wuchsen Juden mit dem Glauben auf, dass ihre Vorfahren Sklaven in Ägypten gewesen seien, durch göttliches Eingreifen befreit wurden und das Gesetz direkt von Gott am Berg Sinai erhalten hätten. Diese Überzeugung nahm einen tiefgehenden Einfluss auf die jüdische Mentalität. Die Juden betrachteten sich als ein Volk, das sowohl Unterdrückung als auch Befreiung erfahren hatte, das eine besondere Verbindung zu Gott pflegte und die Verpflichtung hatte, Ausländer und Marginalisierte gerecht zu behandeln, da sie selbst Fremde in einem fremden Land gewesen waren. Die Wurzeln der jüdischen Ethik, die sich vor allem auf soziale Gerechtigkeit und Mitgefühl mit den Schwachen konzentriert, liegen in dieser Erzählung von der Befreiung aus der Sklaverei. Der Exodus-Mythos hatte Auswirkungen, die über die Grenzen des Judentums hinausgingen. Die ersten Christen nahmen die Geschichte an und deuteten sie als Vorbild für ihre eigene spirituelle Rettung. Afroamerikanische Sklaven schöpften aus ihr Inspiration für ihre Freiheitskämpfe. Befreiungsbewegungen weltweit haben Moses als Beispiel angeführt, der sein Volk aus der Unterdrückung führte. Die historische Falschheit des Exodus ist in gewisser Hinsicht irrelevant. Seine Stärke rührt nicht daher, dass er faktisch wahr ist. Vielmehr kann er inspirieren, mobilisieren und transformieren. Die Schreiber Josias schufen ein wertvolleres Werkzeug als eine präzise historische Aufzeichnung, ein Instrument für die menschliche Befreiung, das durch die Jahrtausende widerhallt. Vielleicht war die wahre Genialität dieses Nulljahres des Judentums letztlich genau das. Neben einer neuen Religion oder einer neuen nationalen Identität schufen sie auch noch andere Dinge. Sie entwickelten eine neue Auffassung von der Beziehung zwischen Gott und den Menschen sowie von Gerechtigkeit und Freiheit, die den Verlauf der menschlichen Geschichte für alle Zeit verändern würde. Und alles nahm seinen Anfang mit einer Geschichte, die modernen archäologischen Erkenntnissen zufolge wahrscheinlich nie so geschehen ist, wie sie erzählt wird. Wir müssen uns die tiefgründige und beunruhigende Frage stellen: Ist es von Bedeutung, dass der historische Auszug nie stattgefunden hat? Ist es möglich, dass eine Lüge mehr Kraft hat und mehr bewirken kann als die Wahrheit? Die Verfasser des antiken Juda scheinen darauf gesetzt zu haben, dass dem so ist, und die Geschichte hat ihnen auf eine spektakuläre Art und Weise Recht gegeben.